Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Endlich. So, und auch endlich habe ich mich entschlossen und die Zeit gefunden, ein Produktvideo zu machen. Produktvideo deshalb, weil ich so viele Dinge jetzt mittlerweile schon erarbeitet habe, meine Bilder gemalt habe und auch Produkte entwickelt habe. Ihr seht sie hier hinter mir und die möchte ich euch jetzt gerne mal vorstellen. Auf meiner Seite findet ihr alle Produkte und Preise im Überblick, aber ich finde es einfach schön, wenn man die Dinge mal in Natura sieht. Also hier hinten seht ihr meine 2 Originalbilder, die behalte ich natürlich und die sind abfotografiert und damit lassen sich ganz viele tolle Produkte herstellen. Was ich sagen möchte zuallererst, hier seht ihr die Energiekarten, die ich entwickelt habe. Ich nehme mal hier welche weg. Also, das hier ist zum Beispiel Frieden, Liebe, Freiheit. Ja, so sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ich halte es mal näher ran. Und dazu findet ihr dann hinten auf Französisch und auf Deutsch, was, seht ihr es vielleicht so, was diese Karte kann, beziehungsweise dieses Bild, was dieses Bild an Energie überträgt. Und dieses Bild ist Schutz vor Fremdenergien, unter anderem auch 5G, aber dafür ist speziell für rein Elektrosmog und 5G ist dieses Bild hier. Ja? Und das gibt es natürlich auch, was heißt natürlich, aber ich fand es ganz interessant, das mal als Mauspad zu machen. Ja? Weil damit arbeitet man ja auch permanent am Rechner und wir sind ja alle bombardiert mit Frequenzen den ganzen Tag über, nicht nur zu Hause, sondern überall. Und deswegen ist diese Karte ein ganz toller Schutz, um es in das Handy reinzumachen, in die Handyhülle zwischengleiten zu lassen oder auch bei sich wirklich am Körper zu tragen. Die Frauen können es auch mal im BH tragen. Oder hier Hosentasche, ich habe immer irgendwas dabei. Was habe ich denn heute dabei? Heute habe ich Lebensfreude. Ja, die gibt es übrigens nur bei mir so direkt, weil die habe ich gar nicht ins Internet gestellt, die Lebensfreude. Ich zeige es nochmal. Das hier also die Lebensfreude. Seht ihr es? Spiegelt ein bisschen, gell? Ja. Lebensfreude ist auch in diesen aktuellen Zeiten eine Sache, die man, glaube ich, ganz gut brauchen kann. Ja, also das ist diese Karte. Alles, was WLAN ist und 5G, Elektrosmog im weitesten Sinne. Diese Karte, wo habe ich denn meine andere? Hier habe ich vergessen, eine rauszuholen. Sowas, wo habe ich die jetzt hin? Hier fehlt mir eine. Das ist nämlich die von meinem Bild hier oben. Die sind auch zwar als Schutz für Fremdenergien hauptsächlich und für 5G, aber diese hier ist speziell auch zum Harmonisieren, zum Energetisieren. Also wie wirklich auch zu dieser Friede in sich, sage ich mal. Ja? Das ist diese Karte und diese anderen Karten, da gibt es natürlich, wie gesagt, dieses Bild hier hinten. Vielleicht suche ich es doch mal. Ich wusste, ich habe eins vergessen. Wo ist mein schlaues Mäppchen hier, dass das nicht so lange dauert jetzt für euch? Wo habe ich sie? Hier ist sie. Das ist dieses Bild Aurum. Auch da findet ihr natürlich das hinten drauf auf Deutsch und auf Französisch. Ich wohne ja hier in der französischen Schweiz. Und dieses Bild ist stark energetisierend. Ja? Ganz stark energetisierend und regenerierend. Regenerierend, ihr wisst, wovon ich spreche. Wir reden im Moment von ganz vielen Krankheiten und da kann dieses Bild an die Wand gehängt, zeige ich euch später mal noch ein paar Ausdrucke. Man kann sie auch als Poster natürlich haben oder auch auf Leinwand gedruckt. Wenn man die bei sich trägt, ist das eine ganz tolle Sache. Ich habe auch speziell Wasserenergetisierer dazu gemacht. Muss ich das Foto reinstellen? Ich habe sie schon wieder alle verkauft und verschenkt. Das sind so kleine runde Glasblättchen mit diesem Bild drauf. Ja? Und wie gesagt, man kann das Wasser natürlich auch da drauf stellen, aber ich finde es auch schön, wenn man diese runden Energetisierer fürs Wasser hat. Kann man natürlich mit den anderen Kärtchen auch machen. So, also stelle ich mal dazu. Dann habe ich, seht ihr auch hinter mir, das ist das Bild der Trost. Ja?
Den Trost, den brauchen wir, glaube ich, auch ganz doll im Moment. Trost heißt in dem Sinne Trost, man kann ein Haustier verlieren, man kann einen Mensch verlieren, ob durch Trennung oder durch Tod. Man kann seinen Job verlieren, man kann ein wunderbares Umfeld verlieren, was auch immer. Oder eine Entscheidung fällen, für die man Trost braucht, jeglicher Art. Und diese Karte ist sehr stark harmonisierend, zentrierend, trostspendend. Ja? Dann habe ich sage jetzt immer Karte, natürlich gilt es für die Bilder genauso. Ich erkläre euch noch mal ganz kurz nachher, wie das funktioniert. Ja? Dann habe ich dieses Bild hier, kommt leider ein bisschen blass rüber. Ich habe es nur in meinem Ausdruck, da kommt es schöner raus. Das ist angstfrei. In diesem Bild habe ich also nicht wie mit den anderen mit Gold gearbeitet, sondern hier ist rein Nacre, wie sagt man auf Deutsch, Perlmutt gearbeitet. Ja, also da ist auch eine echte Perle drauf, Austern echte und Austern, nicht Austernpulver, Perlmuttpulver, wirklich in den Farben und als reines Pulver verwendet, auch eine ganz andere Technik. Und das ist wirklich eine Befreiung von Ängsten jeglicher Art. Also ob das jetzt irgendwelche diffuse Ängste sind, dass ich Angst habe, Auto zu fahren oder dass ich Angst habe, meinen Job zu verlieren, dass ich Angst habe, krank zu werden, dass ich Angst habe, zu sterben. Das kann, wie gesagt, dass ich Angst habe, meinen Partner zu verlieren. Einen neuen Schritt zu gehen, ist ja auch eine Angst, ja. Neue Wege zu gehen, für sich seinen neuen Weg, sein neues Leben zu verwirklichen, will ich es mal formulieren. Also das sind wirklich Ängste. Das ist immer ein bisschen schwierig das, mit der Lampe, so statt meinem Kopf hier. Das sind diffuse Ängste, auch wirklich wie ganz präsente, jeglicher Art. Oder Befürchtungen kann man es natürlich auch sagen. So, die habe ich. Dann habe ich noch hier, sieht man es? Verbindung mit der Natur. Das ist ein Herz und darin seht ihr, ich halte es mal näher, in der Mitte, die 3 Kreise zentriert. Hat so was Baumartiges, ja, die Verbindung vom Himmel und von der Erde. Und ich habe hier, letztes Jahr war bei München, wurde wieder mal ein Kornkreis gesichtet. Und das ist ein Kornkreis, den ich da übernommen habe von der Energie. Der war von letzten Jahr, vom Sommer. Ja. Und wie gesagt, jedes Bild, und das hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt, das ist die Lebensfreude. Das Originalbild hat diese Bubbles da nicht drin. Und das war so ein Effekt, der einfach fast zufällig entstanden ist, aber es gibt ja keine Zufälle, gell? Und fand ich so schön, gerade für die Karte. Fand ich das so schön einfach. Ja. So, dann habe ich auch ein paar Tassen machen lassen. Wer sich schon beim Frühstück oder so beim Kaffee oder beim Tee zwischendurch mal wieder inspirieren möchte. Da ist ja das Aurum. Und hier ist Freiheit, Liebe, Frieden. Also das ist wirklich so, muss ich nochmal dazu sagen, dieses Bild ist wirklich die kosmische Freiheit. Das ist so die Hauptenergie dieses Bildes. Ja, und dann möchte ich euch dazu nochmal zeigen, wie sowas als, ich muss jetzt mal ein bisschen aus dem Bild. Das ist jetzt 60 auf 60. Die Formate stehen alle auf meiner Seite unten drin, weil manche Formate kriege ich nur als Leinwand. Sieht dann hinten so aus, ja. Ist als Leinwand gedruckt. Die Qualität, ich finde sie ganz toll. Das ist jetzt 60 auf 60. Als Ausdruck, als Poster gibt es das 50 auf 50. Da gab es irgendwie, warum auch immer, keine 60 auf 60. Das Bild heißt übrigens der goldene Engel. Dann haben wir hier nochmal 50 auf 50. Ihr seht, es ist ein bisschen kleiner wie umgürzt, so umgürzt. Das ist jetzt hier mal ein Posterausdruck. Ja? Kann man sich in Rahmen machen, mit oder ohne Rahmung drumherum. Findet man auch im Internet, wer suchen möchte, weil ich oft gefragt werde, oh, ich kriege keinen quadratischen Rahmen. Kriegt ihr alles. Im Internet findet ihr alles zu erschwinglichen Preisen, wenn ihr es so nicht im Laden findet. Also quadratische Formate gibt es.
So, dann habe ich jetzt hier nochmal das Bild Angstfrei. Das war, was war das jetzt für eine Größe? Warte mal, das ist 40 auf 60 war das, glaube ich. So, ich habe es natürlich glatt falsch rumgehalten, super. So rum gehört's, ja. Das seht ihr jetzt mal ein bisschen von näher. So. Habe ich auch auf Leinwand drucken lassen in einem kräftigeren Farbton als das Original, weil das Original kommt dem ziemlich nah. Das kommt ja immer ein bisschen anders raus, tut aber den Energien keinen Abbruch, das kann ich euch versichern. Ja, dann habe ich hier noch die Freiheit, die kosmische Freiheit. So, jetzt habt ihr mal so ein bisschen, und natürlich gibt es die in Riesenformat, wie gesagt, findet ihr, und die Preise findet ihr auf der Seite unten. So, das mal dazu. Die Energien, wie funktioniert das? Ich verbinde mich, ich bin sowas wie eine Art Medium. Die anderen sprechen über Prophezeiungen und sonst was. Ich verbinde mich und ich nehme die Energien wahr, die gerade im Feld sind, im morphogenetischen Feld. Deswegen gehe ich oft, wie so viele andere auch, als Pionier schon voran. Mit dem, was ich spüre, mit dem, was ich an Prozessen erlebe. Ich kann ja nicht für andere eine Hilfestellung sein oder ein Leuchtturm oder wie auch immer ihr das nennen wollt, um die anderen wieder, was ihnen helfen soll, sich wieder aufzurichten und aufzufangen, wenn ich vorher nicht die Prozesse selber durchgegangen bin. Ist leider so. Leider, ich meine, wir gehen sie ja alle. Der eine früher, der andere später, jeder in seinem Tempo. Und bei mir ist es einfach so, ich nehme die sehr stark vorher schon wahr. Und dann gibt es ein neues Bild. Und das kann eben mal sein, dass ich mal ein paar in Folge male und dann eben mal ein paar Monate nicht mehr male. Weil ich brauche natürlich auch zwischendurch immer wieder Zeit. Für mich war das ja jetzt auch ganz neu, als ich vor einem Jahr angefangen habe, diese Bilder zu malen und dann jetzt auch mal zu überlegen, was mache ich jetzt mit diesen Bildern? Behalte ich sie nur für mich oder sollen sie aller Welt dienen? Und dafür sind sie ja gedacht. Sie sind auch so programmiert. Da hat mich für diese Serie hat mich Pavlina Klemm ganz stark inspiriert mit den Plejaden. Da sind auch Symbole und Zahlen und so weiter einprogrammiert, einkodiert. Und deswegen übertragen die Energie. Ja? Und die übertragen die Energie, auch wenn ich sie irgendwohin draufdrucken lasse. Ich habe unglaubliche Erlebnisse gehabt, als ich jetzt die Messe gemacht habe. Das waren ja 2 kleine Messen in Morges im April und wo war die andere? In Bühl im Mai. Und es ist mir auf beiden Messen passiert, dass Menschen vor meinen Bildern standen und in Tränen ausgebrochen sind. Bei den einen ist es nur ein bisschen sanft gerollt, bei den anderen, die haben wirklich geweint. Und sie sind auch von einem Bild zum anderen gewandert. Und ich habe ja da auch nicht meine Originale, sondern ich habe da ja Drucke. Und die habe ich eben auf feste Platten drucken lassen oder eben auch auf Leinwand oder eben als Poster. Das tut dem keinerlei Abbruch. Ja? Auch die Kärtchen logischerweise, sonst könnte ich das ja gar nicht als Energiekarten verkaufen, wenn es nicht funktionieren würde. Und eine Freundin von mir, die hat ihre ganze Praxis quasi tapeziert damit. Also um einfach die Energien da drin zu verändern. Und das ist auch eine ganz tolle Sache für Therapeuten, das in ihre Praxisräume zu hängen und auch die Kärtchen natürlich unterstützend für ihre Patienten zu nehmen. Das bringt den Heilungsprozess, der im Patienten ja angestoßen wird durch den Therapeut, pusht das natürlich weiter vor. Das ist ja wie wenn du eine Übung kriegst von einem Physiotherapeut, sollst du zu Hause permanent deine Übungen machen. Naja, du bräuchtest die nur einmal gezeigt kriegen und bräuchtest dann nie mehr wieder eigentlich, so schnell jedenfalls nicht, einen Folgetermin, wenn du selber regelmäßig deine Übungen machen würdest. Ja, und wenn du diese Kärtchen hast oder die Bilder hast, dann bist du immer wieder, wenn du sie anguckst, ja, dann macht das immer irgendetwas mit dir. Dann bleibt dieser Prozess einfach in Bewegung. Und die sind auch so programmiert, die Bilder, dass sie sich auf den Benutzer, den Besitzer anpassen. In der Nuance, die er braucht. So sind sie für mich, von mir, für euch vorgesehen. Ja?
Also das ist nicht nur eine Einheitssoße, sag ich mal. Und das ist das Tolle daran. Und wir haben auch festgestellt, dass wenn die Kärtchen, ich habe meins jetzt, das eine ist noch unten, mein Mann benutzt die auch ganz stark, der geht also nur noch mit seinen Kärtchen aus dem Haus. Und der ist ja sehr bodenständig und Unternehmer, Vollblutunternehmer. Und ja, immer wenn ich ein neues Bild habe oder ein neues Kärtchen habe, auch zum Ausprobieren und ich das unten auf den Sekretär lege, wupp, ist das weg. Und wir haben festgestellt, wenn die, so wie bei Edelsteinen auch, wenn die ausgelutscht sind sozusagen oder wenn du sie nicht mehr brauchst, dann fangen die an sich zu spalten. Ich habe die auch schon mitgewaschen oder so, ja, tut dem auch keinen Abbruch. Dann fangen die an sich zu spalten. Und wenn das passiert, das ist bei unserer Tochter auch passiert, dann sage ich, dann schmeiß sie weg. Dann haben sie gegeben, dann brauchst du das jetzt nicht mehr, dann brauchst du eine andere. Okay? So, ich hoffe, es ist nicht zu lange. Also ich wollte schon lange mal so eine Art Produktvideo machen. Und ich habe natürlich alle Bilder, auch als Ausdruck kann ich besorgen. Wenn ich sie nicht da habe, dann dauert es natürlich je nach Lieferzeiten im Moment bis zu 2 Wochen, bis ich sie kriege. Weil einen Teil lasse ich in der Schweiz drucken, einen Teil lasse ich in Deutschland drucken. Und je nachdem, wie das halt dann kommt. Das in der Schweiz, die Kärtchen, die gehen relativ schnell. Das kann ich innerhalb von einer Woche haben, aber im Moment habe ich auch genug da. Und alles andere, wenn ich es von den anderen ausdrucken, habe ich ja auch einiges da. Aber wer eben bestimmte Dinge will, die ich gerade nicht da habe, weil ich sie verkauft habe, dann seid so lieb, habt ein bisschen Geduld. Es kommt dann. Ja? Also ich habe im Moment noch keinen Online-Shop. Ich bin immer noch am Überlegen, ob es Sinn macht, den zu machen oder nicht. Im Moment könnt ihr mich anpiepsen, also per E-Mail auf dem Formular auf der Webseite. Habe ich eins, wo man es besser lesen kann. Hier zum Beispiel findet ihr unter trixiebox.com. Da findet ihr alle Infos und da unten gibt es auch ein Formular zum Ausfüllen. Da finde ich dann noch eure E-Mail-Adresse oder hinterlasst mir eure Telefonnummer, sagt, was ihr möchtet oder ruft mich einfach gerne an. Ja? In diesem Sinne, ich danke euch, verbreitet es gerne weiter an die, wo ihr denkt, täte ihnen gut, wäre schön. Oder auch wenn ich mal Kontakt knüpfen könnte zu Physiotherapeuten, alle möglichen Praxen, psychiatrische Kliniken hat mir sogar mal jemand auf der Messe den Tipp gegeben, aber ich habe leider keinen Kontakt, keinen direkten dahin, weil gerade dort oder in Krankenhäusern wäre es natürlich toll, wenn man die Energie ein bisschen verbessern könnte. Die hätten es dringend nötig. Also hier in Yverdon, das traue ich mich gar nicht zu sagen, da ist die psychiatrische Klinik, die haben sie außen in Rot, Betonrot und das sieht fast schon aus wie laufendes Blut oder so. Ja, also schlimmer kann man es eigentlich nicht machen, muss ich ehrlich sagen. Also wer solche Ideen hat, eigenartig, sehr eigenartig. In diesem Sinne, ich schicke euch, hol sie nochmal raus, ganz viel Lebensfreude und ich freue mich von euch zu hören, auch über eure Feedbacks. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, tschüss.